citizens. Wie war das? Krise im Aufbaugenre? Oder gilt das nur für reine ATS-Spiele? Egal. Jedenfalls erscheinen heute mit Release dieses Videos gleich 3 ambitionierte Indie-City-Builder, welche alle 3 ein völlig anderes Setting abdecken und damit alle durchaus ihre Daseinsberechtigung haben. Daher heute pünktlich zum Release alles zu Celestial Empire, Pompeii: The Legacy und Aztecs: The Last Sun. Also noch schnell ein Abo dalassen, die Glocke aktivieren und let's go! Celestial Empire steht anders als vielleicht vermutet nicht in Asien, sondern in Polen bei den President Studios. Gefühlt ist der Titel dabei schon seit immer in Entwicklung, denn ich habe hier bereits vor 3 Jahren in eine frühe Version reingespielt, die übrigens damals schon durchaus nicht schlecht war. Der Citybuilder verschlägt euch ins antike China, also in ein spannendes Setting, das uns beispielsweise von Anno als alles überstrahlender Branchenkönig noch verwehrt blieb. Im Spiel werdet ihr kurzerhand zum Gouverneur des Landes ernannt und müsst auf Geheiß des Kaisers eine neue Stadt gründen und diese zu Wohlstand und Reichtum führen. Dabei müsst ihr dann immer abwägen, ob ihr eure Ressourcen zum Wohle eurer Bewohner und Arbeiter einsetzt oder den Kaiser bei Laune haltet, um nicht in Ungnade zu fallen. Um zu handeln bzw. andere Ressourcen zu erschließen, plant ihr in Celestial Empire Handelsrouten zu benachbarten Städten über eine Übersichtskarte. Weitere Inseln wie in einem Anno gibt's hier also nicht. Dafür spielt Celestial Empire mit der Wasserphysik und lässt euch so Bewässerungsgräben und alles, was dazugehört, anlegen. Hinzu kommt eine Göttermechanik, die euch zwischen 3 Schutzpatronen wählen lässt, die dann durch Anbeten euch Zugriff auf weitere Boni gewähren. Abgerundet wird das Ganze dann durch einen großen Forschungsbaum, durch den ihr im Verlauf des Spiels immer neue Gebäude und Fähigkeiten freischaltet, um euch den Alltag als Gouverneur zu erleichtern. Wer auf fette RTS-Massenschlachten im antiken China hofft, wird allerdings zumindest zum Early Access Start enttäuscht, denn Celestial Empire hat bisher kein Kampfsystem. Das wohl noch unverbrauchteste Setting erwartet euch hingegen in Südamerika mit Aztecs: The Last Sun, also einem Citybuilder, welcher in der Blütezeit der längst untergegangenen Azteken spielt. Entwickelt wird Aztecs wie Celestial Empire in Polen bzw. bei Play to Chill in Warschau und wird vom deutschen Medieval Dynasty Publisher Toplitz Productions vertrieben. Die Azteken waren eine Hochkultur, die etwa 300 Jahre lang vom 14. bis 16. Jahrhundert im heutigen Mexiko herrschten, ehe die Spanier kurzen Prozess machten. Im Spiel seid ihr Tlatoani, ein gottgleicher Aztekenkönig, welcher die Hauptstadt der Azteken, also Tenochtitlan, errichtet. Die Krux ist hier, dass er die altertümliche Hauptstadt, auf deren Reste übrigens später Mexico City erbaut wurde, inmitten einer Seenlandschaft errichtet und so Gebiete trockenlegen müsst, um an wertvolles Bauland zu gelangen. Auch Aztecs bietet kein Kampfsystem, setzt dafür aber etwas völlig anderes um. So müsst ihr, und jetzt wird's ganz wild, durch Menschenopfer deren Blut sammeln, welches dann als Schutzschild oder Schutzbarriere in der Nacht gegen die Mondgöttin funktioniert, welche der Sonne den Krieg erklärt hat. Okay. Aztecs: The Last Sun bekommt ihr bei meinem Partner Instant Gaming für knapp unter 17 € und seid damit wie immer am günstigsten. Zusätzlich unterstützt ihr mit einem Kauf über meinen Partnerlink diesen Kanal hier sehr, also wirklich massiv sehr und so. Daher nochmal vielen Dank, dass ihr das Angebot so gut annehmt. Da gibt es auch viele andere tolle Spiele, also schaut euch doch gerne mal um.
So, last but not least startet gleichzeitig auch Pompeii: The Legacy in den Early Access. Hierbei handelt es sich um eine waschechte Ein-Mann-Produktion von Siskia Games, welcher schon viele Jahre an seinem Traum eines eigenen Videospiels feilt. In Pompeii baut ihr die namensgebende Stadt nach dem verheerenden, aber geschichtlich gut belegten Ausbruch des Vesuvs im Jahr 79 nach Christus wieder auf. Ab hier passt es dann also realgeschichtlich nicht mehr, denn Pompeii blieb nach der Katastrophe über 1500 Jahre unter einer bis zu 25 Meter dichten Ascheschicht begraben. Davon also völlig ab, baut ihr im Spiel als Kopf einer römischen Familie 20 Jahre nach der Katastrophe in einer Kampagne, die 200 Jahre umspannen soll, nach und nach die berühmte Stadt, Anno 117 Spieler würden sagen, im damaligen Latium wieder auf. Forschungstechnisch gibt es mit Technologie und Philosophie zwei Zweige zum Freischalten. Während euch der Technologiezweig Gebäudeaufwertungen und passive Boni für Gebäude und Logistik eröffnet, soll der Philosophiezweig eure Stadtverwaltung und Entscheidungsfindung verbessern. Wie in Celestial Empire plant ihr auch hier Handelsrouten und reagiert auf diverse Events wie einen weiteren Vulkanausbruch, Erdbeben, Heuschreckenschwärme oder Pandemien. Wie ihr euch auch entscheidet, solltet ihr diese Woche als Fan von Citybuildern voll auf eure Kosten kommen, bis dann in 2 Monaten Anno 117 Pax Romana erscheint, aber das ist Stoff für eine andere Geschichte. Governor, sailors report strange sails on the horizon. We offer fish, olives. For the next month, we celebrate. Will there really be lions, Father? Real ones from Africa. Excellent.